Linien sind deine eigene Handschrift beim Zeichnen. Keiner zeichnet die Linie so wie du. Schon Leonardo da Vinci hat Wettbewerbe durchgeführt, wer zeichnet die längste gerade Linie. Nun, das tun wir nicht. Heute zeige ich dir 5 Übungen, wie du deine Linienführung entscheidend verbesserst und deinen Kunstwerken deine eigene Handschrift verleihst. Los geht's! Die Linie ist sozusagen deine Handschrift beim Zeichnen. Ja, das unterscheidet uns im Wesentlichen von allen anderen Menschen. Es ist wie die Schrift, die wir haben. Ja, und deswegen ist darauf auch wirklich wichtig, darauf einen Fokus zu legen. Ja, ob die Linie so aussieht, zittrig, glatt und überzeugt. Jede Linie erzählt eine Geschichte. Lass uns jetzt 5 Übungen machen, sodass deine Linien besser werden. Und natürlich auch dadurch deine Handschrift. Ja? Also fangen wir an mit der Übung 1, mit den normalen Linien, horizontale Linien ziehen. Ja? Also wichtig ist, die Hand so ein bisschen auflegen. Ich habe hier einen Zeichenhandschuh auf. Warum? Ich reibe hier kein Fett ins Papier, weil die Haut schwitzt und ich verschmiere die Zeichnung nicht. Also es ist ein sauberes und entspanntes Arbeiten. Also halte den Stift nicht so, sondern besser so. Ja? Je größer du zeichnest, je mehr musst du hier dem Stift etwas Lockerheit geben. Beim Schreiben schreiben wir so am besten, weil wir da sehr kontrolliert schreiben und kleiner. Und jetzt legen wir mal los. Also zieh einfach Striche, horizontale. Versuch schön mit dem Handballen über das Papier zu gleiten. Ja. Ich schaue mal kurz, ja, passt alles, ob du alles gut siehst. Ich werde mal jetzt hier nochmal zum 6B Bleistift wechseln, dass du ein bisschen mehr siehst. Manchmal ist das nicht so gut zu sehen wegen dem Licht, wegen der Reflexion. Also schön locker halten den Stift und die Hand und ganz lockere Linien ziehen. Ja? Jetzt siehst du es besser bestimmt. Und du wirst merken, du wirst immer besser werden, wenn du das übst. Ja? Auch ganz wichtig, halte den Stift auch ganz entspannt und nicht hier, ja? Ganz entspannt halten, locker, atme ganz leicht beim Linienzeichnen. Also es ist auch eine Sache des Geistes, immer wieder. Ja? Sag dir einfach, du kannst gerade Linien zeichnen. Und dann wird es auch wesentlich besser klappen. Also die Linie drückt auch deine Überzeugung aus. Eine weitere Übung mit einem Lineal, wenn dir das noch zu schwer fällt oder du erstmal richtig üben willst, zeichne dir eine Linie mit Lineal und zieh die immer wieder nach. Darunter machst du deinen eigenen Strich und ziehst dir immer wieder nach. Versuch dafür so ein Rhythmusgefühl zu entwickeln und variiere mit dem Stift. Ja. Ganz wichtig für die horizontalen Linien. Variiere mal die Abstände, werde ein bisschen größer. Ja. Also ganz wichtig, wenn du gerade Kanten brauchst. Ich zeige hier immer so ein Haus, ja, dann brauchst du halt, dann sollten deine Striche schon eine gewisse, wie soll ich sagen, Genauigkeit haben, ja. Einfach, wenn ihr ein paar Grundlinien zeichnest, sollte das vollkommen ausreichen, ja. So, kommen wir zur zweiten Übung, ja. Also wir haben nicht nur die geraden Linien, sondern die horizontalen, sondern auch die vertikalen. Zeichne erstmal ein paar kurze Linien ein. Auch den Stift ganz locker halten, vielleicht mit dem kleinen Finger ein bisschen führen, sodass du ganz leicht über das Papier rutscht mit der rechten Hand. Ja?
Und ich sage dir eins, was ganz wichtig ist, vor jedem Zeichnen empfehle ich dir immer diese Übung zu machen. Striche, Kreise in verschiedenen Richtungen, Ellipsen mache ich auch immer. Ja? Wie beim Sportler, warm machen, ist es bei uns das warm zeichnen. Ja? Bisschen Sicherheit im Handgelenk, damit alles wieder flüssig wird. Ja? Also, das Gleiche kannst du natürlich ja auch mit dem Lineal machen. Ja? Also, und dann ziehst du die Striche immer runter. So hast du eine Orientierung, was gerade ist. Ja? Mach das ruhig 10, 20 Mal. Ja? Also auch längere Striche ziehen. Ja? Sehr gute Übung. Immer wieder. Ja. Kurze Striche, längere Striche, kurze Striche. Und daraus werden wir dann in einem nächsten Video auch eine Schraffur entwickeln. Ja? Also erstmal auch sozusagen ganz, ganz wichtige Übung. Nur eine kurze Unterbrechung. Wenn du tiefer in das Zeichnen eintauchen willst, findest du direkt unter dem Video den Link zum kostenlosen Zeichenkurs. Weiter geht's mit dem Video. Und legen wir los. Wir zeichnen jetzt einfach im 45-Grad-Winkel. Ja? Schön locker zeichnen. Okay, noch eine Reihe. Ganz wichtig, wenn man zur Kreuzschraffur ansetzen will, Bereiche abdunkeln will und nochmal. Ja? Und geh ruhig in die andere Richtung. Drücke wenig auf, beziehungsweise mach einen mittleren Druck, sodass dein Stift ganz entspannt über die Linien auf dem Papier entlang gleitet, sage ich mal so. Ja? Und auch hier, wenn dir das schwerfällt, zieh dir eine Linie so, zieh dir eine Linie so und dann versuche auch mal ein bisschen länger, immer wieder rüber über die Linie. Ja? Das ist ein sehr unbequemer Winkel hier. Der wird noch unbequemer. Das üben wir gleich nochmal in einer tollen Übung. Und diese Seite üben. Ja. Wenn du es oft genug nachgezogen hast, gehst du raus und fängst hier an zu ziehen. Ja. Also ganz, ganz wichtig. So, jetzt machen wir mal noch eine Zwischenübung, bevor wir zur Nummer 4 kommen. Ja. Also, setze dir mal einen Startpunkt hier. Ich schaue mal, ob das noch gut drauf ist. Wo sind wir? Hier. Ist ein bisschen flach, also nehmen wir kurz ein Extrablatt. Setze dir mal einen Punkt und dann setzt du hier einen Punkt. Und wir versuchen jetzt, die Linien sozusagen, die Punkte zu treffen. Ja, das ist eine relativ für einen Rechtshänder eine bequeme Richtung und nächster Punkt. Schieß die Punkte ab, nächster Punkt, etwas länger. Und weiter runter. Versuch die Punkte zu treffen. Und jetzt machen wir uns hier ein. Und jetzt machen wir uns hier ein. Geh wie ein Stern rum. Ja, du wirst merken, einige Richtungen liegen dir und andere nicht. Geh vom Startpunkt hier hin und vom Endpunkt wieder zum Startpunkt. Also übe auch in beide Richtungen zu ziehen. Eine sehr gute Übung, dass man nicht so eingleisig wird. Ja? Und jetzt legen wir hier uns einen Punkt hin. Ja? Und hier einen Punkt. Das ist eine ziemlich unangenehme Richtung, weil man den Punkt hier nicht sieht, wenn man anvisiert. Deswegen brauchen wir die Linien doch ab und zu. Du siehst, ich treffe die auch nicht. Hier wird es wieder besser. Ja, so hat jeder seine Standardrichtung. Man kann natürlich auch von hier in diesen Winkel gehen, aber irgendwann kann man das Handgelenk oder den Arm nicht mehr so weit drehen. Ja, man könnte jetzt das Blatt drehen. Mein Tipp ist aber immer so, dreh das Blatt so, dass du das, was du siehst,
Quatsch, andersrum, das, was du zeichnest, noch siehst, also maximal um diesen Winkel, ja. Und nicht, dass man das so rausdreht. Dann lieber die Linien üben, langfristig immer besser, wenn du vielseitiger bist, ja. Also das ist eine ganz, ganz tolle Übung. Richtig die Punkte versuchen hier zu treffen und ein paar Mal rübergehen über die Linien, ja. Es kommt nicht darauf an, den Punkt zu treffen, sondern einfach diese Linien dahin zu führen, wo du willst. Das war jetzt natürlich Quatsch. Erst muss der Punkt. Das war der Trick. Ja, okay. Gut, also eine gute, sehr gute Zwischenübung. So, ein paar Linien im Bogen. Übung Nummer 4. Also, wir zeichnen uns mal einfach hier so ein Kästchen ein. Ja, und dann immer wieder locker halten den Stift. Ja, sieht schon aus wie so eine Holzmaserung. Ja. Wenn wir jetzt oben noch was ranzeichnen, sieht es aus wie so eine Holzlatte, wie so ein Vierkant. Mal die Richtung wechseln. Ja. Und hier auch, probier ruhig verschiedene Richtungen aus. Eine werden dir besser gelingen, andere halt nicht. Ja, wir kriegen hier eine schöne Struktur rauf. Ja. Also immer schön diese Bögen üben, die sind sehr, sehr wichtig. Ja. Später kannst du dann auch eine Kugel zeichnen, den geraden Strich, den senkrechten, den horizontalen Strich und dann kannst du hier ja, diese Halbbögen nochmal üben und gleichzeitig die Kugel dreidimensional zeigen. Ja? Siehst du, was ich meine? So kannst du die Striche sehr gut üben. Also die Schwünge. Ja? Das ist auch eine ganz tolle Übung zum Warmzeichnen. Ja? Siehst, wie wir gleich eine Dimension reinkommen. Dafür ist die Strichführung zum Beispiel entscheidend. Huch, was haben wir hier? Hier haben wir sogar gleich ein Auge. Du siehst, wie wichtig diese Übungen sind. Ja? Daraus ergeben sich viele, viele Möglichkeiten, die wir machen können. Okay, kommen wir zur 5. Übung. Jetzt machen wir nochmal ein paar Lockerungsübungen. Und zwar zeichnen wir uns ganz einfach nochmal ein Kästchen. Ja, und machen mal flache Linien rein. Ja. Und gehen dann nochmal rüber. Ich werde mal meinen Stift ein bisschen anspitzen. Versuche wirklich diese Lockerheit zu trainieren, immer lockerer zu bleiben. Versuch mal die Mitte zu treffen von den Strichen. Ja, du siehst, das ist schon wesentlich anspruchsvoller. Und es ist auch gut, wenn es so einigermaßen gleichmäßig ist, dass du mit gleichmäßigem Druck arbeitest, was auch eine gewisse Art und Weise von flüssigem Zeichnen hat. Ja? So, hier nehmen wir auch mal so eine ganz flache Richtung. Also mal nicht die 45 Grad Richtung. Ja, auch ganz wichtig. Also wir haben jetzt relativ Kontrolle. Was auch noch gut ist zum Warmzeichnen, setze jetzt hier wirklich, wenn du mitgezeichnet hast, hier verschiedene Striche immer wieder rein. Ja, wie du das machen möchtest. In verschiedenen Richtungen. Du kannst auch hier die Dichte variieren. Ja, dann immer weiter werden. Das geht alles, du kriegst bestimmte Wirkungen hier hin. Ja. Was auch noch eine gute Übung ist, ist dieses, mache ich auch ganz gerne, dieses einfach spielen. Mal ganz leicht nur den Stift aufdrucken.
Ja? Nur das Papier sozusagen streicheln. Einfach in alle Richtungen. Kein Muster erzeugen, nichts machen, einfach nur rumspielen. Und dann verstärkst du den Druck. Nur spielen. Es soll sich nichts ergeben, außer das, was der Zufall hier so bringt. Und jetzt noch stärker. Ja? Schön locker aus dem Arm raus, einfach rumspielen. Und du siehst, wir bekommen hier allein dadurch schon eine gewisse Dreidimensionalität, also eine Tiefe in die Zeichnung rein. Also übe unbedingt die einzelnen Übungen, wiederhole sie und der Strich ist deine Handschrift. Weitere Videos findest du hier oben in meiner Playlist. Schau gern nach und erhalte weitere Tipps und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Schreib in die Kommentare, was dich noch interessiert, welche Übungen dich noch herausfordern, dann spreche ich sie in einem der nächsten Videos noch einmal an. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmidts Zeichenwelt wiedersehen.